Herzlich willkommen, Stefanie. Danke, dass du mich dazu ermutigt hast, dieses Rezept auszuprobieren. Sonst hätte ich nie gedacht, wie köstlich es ist, Brot zu backen. Ich bin begeistert, wie klassisch es schmeckt und wie lecker es ist. Dann fangen wir mal langsam an. Wir machen ein glutenfreies Brot mit Buchweizenmehl. Wir verwenden einen Gramm Frischhefe, 300 Gramm kaltes Wasser und behalten 50 Gramm Restwasser als Reserve, falls wir es später noch benötigen, sowie 30 Gramm Levain, französischer Sauerteig. Alles gut vermischen. Das Mehl kann auch von Hand gut vermengt werden, da es fast wie Kuchenmehl ist. Dann fügen wir langsam das Mehl hinzu, in diesem Fall 500 Gramm Buchweizenmehl, erhältlich bei Rossmann. Wenn alles gut vermischt ist, fügen wir noch das Salz hinzu, insgesamt 10 Gramm. Aber ich habe 12,5 Gramm verwendet, sowie unsere Saaten und Körner. Es waren 10 Gramm Leinsamen, 10 Gramm Chiasamen, 15 Gramm Flohsamen, 10 Gramm geschnittene Mandeln und 20 Gramm Sonnenblumenkerne, die über Nacht eingeweicht und abgetropft wurden. Die Konsistenz sollte gut feucht sein. Zusätzlich haben wir noch ein Viertel Teelöffel Rübensaft hinzugefügt. Optional können wir auch Vitamin-C-Pulver, Ascorbinsäure hinzufügen, um die Teigstruktur und Haltbarkeit zu verbessern. Wir haben 3 kleine Löffelchen davon verwendet, die beim Kauf dabei waren. Der Teig sollte gut vermengt werden, entweder mit einer Maschine oder von Hand. Falls der Teig zu trocken ist, kann das 50 Milliliter Restwasser hinzugefügt werden. Zum Schluss haben wir noch eine Messerspitze Backmalz hinzugefügt. Pro 100 Gramm Mehl nehmen wir normalerweise 2 Gramm Salz. Wir haben jedoch 12 Gramm Salz hinzugefügt, da ich es gerne etwas salziger mag. Zum Schluss geben wir noch etwas Essig hinzu, was gut für die Haltbarkeit und den Geschmack ist. Ich habe Apfelessig verwendet und wer möchte, kann auch noch einen Schuss Olivenöl hinzufügen. Ich habe eine Backform mit einer Tiefe von 7 cm und einer Größe von 25 cm genommen. Das sollte ausreichen für die 500 Gramm Mehl. Bevor wir den Teig hineingeben, können wir die Form leicht einfetten, entweder mit Butter oder einem anderen Fett. Ich persönlich verwende gerne Backpapier, also lege ich einfach ein Stück Backpapier in die Form. Nun kommen wir zur Stockgare und die Stückgare entfällt dieses Mal. Der Teig kann bereits in eine mit Backpapier belegte Kastenform gefüllt und 3,5 Stunden ruhen gelassen werden. Eine halbe Stunde vor dem Backbeginn heizen wir den Backofen auf 250 Grad vor. Bevor wir das Brot backen, sprühen wir es sehr gut mit Wasser ein, damit die Saaten und Körner haften können. Wir verwenden Kürbiskerne, geschnittene Mandeln und Sesam oder andere Körner nach Geschmack. Dann bestreuen wir das Brot damit. Wir reduzieren die Temperatur auf 200 Grad Celsius und backen das Brot bei dieser Temperatur, bis es goldbraun ist und hohl klingt, wenn man darauf klopft. Wir können auch einen Stäbchentest machen. Nach dem Backen lassen wir das Brot aber 2 Stunden abkühlen, bevor wir es anschneiden und genießen. Es kann aber auch gut eine Nacht ruhen, damit es etwas ausdünstet, wie bei Roggenbroten. Und hier haben wir das Endergebnis. Wie ihr sehen könnt, ist die Kruste schön knusprig und man kann die verschiedenen Saaten gut erkennen. Die dunklen Stellen verleihen dem Brot noch mehr Charakter. Ich werde euch die genaue Zusammensetzung noch einmal im Video unten beschreiben, damit ihr genau wisst, was drin ist. Alles in allem bin ich wirklich beeindruckt von der Textur. Es ist schön luftig und perfekt im Geschmack. Es hat diese schöne Knusprigkeit und ist dennoch weich. Es ist einfach perfekt. Ich lade euch ein, meinen Kanal zu abonnieren und das Konzept weiterzuempfehlen. Vergesst nicht anzugeben, dass dieses Rezept von Marius Channel stammt und unter Creative Commons steht. Schaut euch gerne noch einmal an, wie schön das Brot beim Backen aufgegangen ist. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.